Mithilfe von gezieltem Retention Management die Mitarbeiterbindung zu steigern und Kündigungen vorzubeugen, das geschieht aus meiner Sicht noch viel zu selten. Wie ich dabei vorgehen würde, darum geht's in diesem Video. Hallo, mein Name ist Dominik Josten und herzlich willkommen hier beim HR-Flüsterer, dem Kanal für proaktive und gestaltende Personalarbeit. Im ersten Teil dieser Miniserie zu Retention Management haben wir uns ja mit der Frage beschäftigt, warum Mitarbeitende kündigen. Um aber Gegenmaßnahmen jetzt nun möglichst gezielt durchführen zu können, würde ich empfehlen, zunächst noch ein paar vorbereitende Analysen durchzuführen. Ja, ich weiß, das mag erstmal irritieren, weil es doch noch mehr Aufwand ist und zusätzlicher Aufwand ist. Aber aus meiner Sicht sind es genau diese Zwischenschritte, die dafür sorgen, dass man irgendwann aus dem Hamsterrad des immer nur Reagierens rauskommt, weil im Endeffekt einfach effektiver und eben auch effizienter wird, wenn man Dinge richtig macht, statt sie einfach nur irgendwie zu machen. Und damit meine ich nicht, dass, wie ich es mache, es immer richtig ist, sondern ich meine damit, dass etwas strukturiert anzugehen und analytisch anzugehen mehr bringt, als einfach nur ad hoc zu reagieren. Schritt 1. Analyse des Status quo. Klingt simpel, aber zunächst würde ich tatsächlich erstmal damit anfangen, die eigene Retention Rate, also die Quote der bleibenden Mitarbeitern, überhaupt zu erfassen. Das geschieht nämlich erstaunlich selten. Oder kennt ihr den Wert für euer Unternehmen? Vielleicht erfasst ihr stattdessen die Fluktuationsrate. Aber die beiden Werte sagen erstens nicht genau das Gleiche aus und zweitens ist die Berechnung speziell der Fluktuationsrate ohnehin nochmal ein Thema für sich. Um das hier aber nicht zu lang werden zu lassen, werde ich das Thema, also Berechnung der Bleiberate sowie auch der Fluktuationsrate, Behandlung der verschiedenen Abgangsformen, Vor- und Nachteile der Kennzahlen und so weiter in ein eigenes Video ausgliedern. Abonniert am besten den Kanal, dann verpasst ihr nichts und es zeigt mir auch, dass sich der Aufwand lohnt. Jedenfalls, in Kurzform sagt die Retention oder Bleiberate aus, wie viele der Mitarbeitenden, die am Anfang einer Periode bei euch waren, es am Ende immer noch sind. Und zwar die konkreten Personen, nicht besetzte Stellen. Das könnt ihr für das ganze Unternehmen berechnen oder auch für bestimmte Gruppen einzeln. Bedenkt aber, dass ihr die Behandlung der internen Wechsel dann für euch klären müsst. Ja, weil die sind ja quasi immer noch da, nur weil sie eben nicht mehr in der einen Abteilung, sondern jetzt in der anderen sind. Ich würde den Aufwand daher nur empfehlen, wenn sich die verschiedenen Gruppen wirklich ganz erheblich unterscheiden, um eben dann später die Risikoanalyse nicht zu verzerren, ansonsten aber einfach nur mit der Kennzahl fürs ganze Unternehmen arbeiten. Dann gilt es zu hinterfragen, welche der Gründe und Treiber denn hinter diesen Abgängen bei euch stecken. Über die häufigsten haben wir im ersten Teil dieser Videoserie gesprochen. Jetzt geht es darum, es für euch näher zu untersuchen und Muster zu erkennen. Hierzu solltet ihr unbedingt versuchen, im Rahmen des Offboardings Statistiken zu bilden. Habe ich auch schon ein Video zu gemacht, was ich schon ein paar Mal erwähnt habe. Auch ein Blick in gängige Bewertungsplattformen wie Kununu kann euch weiterhelfen. Ebenso könnt ihr aber zum Beispiel auch Unzufriedenheitsbefragungen bei den bestehenden Mitarbeitern machen. Dann würde ich das allerdings idealerweise nicht nur durch anonyme Fragebögen machen, weil die sind begrenzt aussagekräftig und müssen wirklich gut gemacht werden, sondern ich würde versuchen, auch routinemäßig etwa als Teil von Jahresgesprächen solche Fragen zu stellen und das dann über eure Führungskräfte einsammeln und konsolidieren. Zum Schluss macht es dann auch nochmal Sinn, mal das wirtschaftliche Umfeld und sonstige Gegebenheiten zu betrachten. Gibt es bei euch besondere Unruhe vielleicht, weil prominente Führungskräfte gegangen sind oder weil es wirtschaftliche Probleme gibt? Hat irgendwie das Image gelitten oder ist der Wettbewerber auf aggressiven Wachstumskurs? Vielleicht hat auch der ganze Markt eher mit Konsolidierung zu kämpfen. Aus der Kombination von der Umfeldanalyse und den Kündigungsgründen speziell bei euch könnt ihr dann für euch eine Prognose aufstellen, ob der Abwanderungsdruck, nenne ich es jetzt mal, eher noch größer wird oder vielleicht sogar sinken dürfte. Klar, je mehr Zahlen und Fakten ihr hier zur Verfügung habt, desto besser. In der Praxis tut es aber aus meiner Sicht oft auch der gesunde Menschenverstand. Also ihr müsst es nicht gleich lassen, nur weil ihr die Daten alle nicht habt. Ich denke, es ist schon einiges gewonnen, wenn ihr euch überhaupt mal gezielt strukturiert mit dieser Thematik beschäftigt und Annahmen trefft, mit denen ihr dann arbeiten könnt. Ausgestattet mit diesem klaren Blick auf eure Ausgangslage könnt ihr euch dann an die Risikoanalyse machen und das ist Schritt 2. Schritt 2. Risikoanalyse. Je nachdem, was ihr jetzt in Schritt 1 ermittelt habt, könnt ihr jetzt ungefähr abschätzen, wie viele eurer bestehenden Mitarbeiter ihr im nächsten Betrachtungszeitraum ungefähr verlieren werdet. Also, wenn ihr in Schritt 1 beispielsweise 90% Bleiberate ermittelt habt und davon ausgeht, dass sich sonst jetzt nichts Fundamentales geändert hat, heißt es eben, 10% der heutigen Kollegen werden demnächst kündigen. Die logische nächste Frage ist dann,
Wie schlimm sind das? Hier gibt es 2 Schlüsselfragen, die ihr zunächst pro Bereich beantworten solltet oder bewerten solltet. Also pro Funktionsbereich, Tätigkeitsgruppe oder wie auch immer ihr das aufteilen wollt, halt nur nicht zu kleinteilig. Erste Frage ist, wo habt ihr ein Engpassrisiko? Also die Gefahr, Abgänge in dieser Höhe, die ihr zuerst ermittelt habt, gar nicht kurzfristig ersetzen zu können. Ja? Weder intern noch extern. Die zweite Frage ist, wo hättet ihr ein Qualitätsrisiko? Also zum Beispiel die Gefahr, aufgrund besonderem internen Know-hows oder sowas, die Abgänge nicht gleichwertig ersetzen zu können. Seid hier ehrlich zu euch selbst. Ansonsten funktioniert das ganze Konzept nicht. Auch wenn Fachkräfte knapp sind, gibt es eben viele Bereiche, in denen es weit weniger schwierig ist als in anderen. Durch diese beiden Schlüsselfragen dürftet ihr die kritischen Bereiche eures Unternehmens schon mal etwas eingegrenzt haben. Und damit habt ihr grundsätzlich auch schon mal erste Fokusfelder für Gegenmaßnahmen gefunden, weil da, wo es kritisch ist, wollt ihr ja vor allem rein. Denn man kann nicht jeden halten. Dafür fehlen immer Zeit und Mittel und außerdem ist ein bisschen Fluktuation gut und wichtig. Von daher wollen wir die Maßnahmen zur Kündigungsprävention ja so gezielt wie möglich durchführen. Dazu kommen wir aber später nochmal kurz zurück. Erstmal gilt es jetzt noch, innerhalb dieser kritischen Bereiche zu schauen, wie groß der wirtschaftliche Schaden wäre, wenn es bestimmte Positionen bzw. Personen betreffen würde. Nicht jeder Abgang ist gleich schlimm. Und wir werden gerade in schwierigen Bereichen nicht generell Kündigungen verhindern können. Also konzentrieren wir uns auch hier wieder auf die Personen, die uns besonders wehtun würden. Und wenn ihr das auch noch gemacht habt, dürftet ihr bei einer Liste der besonders kritischen Personen angekommen sein. Also diejenigen, die schwer zu ersetzen sind und deren Verlust hohen Schaden auslösen. Ist diese Liste jetzt immer noch zu groß oder allgemein sehr groß, könnt ihr sie halt nochmal einengen, indem ihr etwa mit den jeweiligen Führungskräften sowie auf Basis statistischer oder auch einfach eure Erfahrungsdaten einschätzt, wie hoch denn das konkrete Risiko überhaupt ist, dass halt ausgerechnet diese Person kündigt. Denn im klassischen Risikomanagement geht es ja darum, die Gefahren in Relation zu setzen zu ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit. In unserem Fall, also im Berufsleben, in Bezug auf Kündigung, kann das heißen, wer zum Beispiel gerade erst seine Wunschbeförderung hinter sich hat, der wird jetzt eher weniger wahrscheinlich kündigen, als jemand, der halt schon länger erfolglos drängelt. Ähnlich verhält es sich wahrscheinlich mit demjenigen, der halt gerade ein Haus baut und ein Kind bekommt, im Gegensatz zu dem, der halt frisch getrennt und ungebunden ist und vielleicht irgendwie den Bedarf nach einer Veränderung hat. Auf jeden Fall, die Liste, die am Ende übrig bleibt, das sind dann eure Zielpersonen für die Maßnahmenphase. Und ich will damit übrigens nicht sagen, dass es später nur um Einzelpersonen geht, aber eben auch. Bevor wir aber dazu kommen, fehlt noch ein Zwischenschritt, nämlich die konkrete Zielsetzung, die euch dann Orientierung für die konkreten Maßnahmen gibt. Schritt 3, Fokusfelder finden und Ziele setzen. Um jetzt etwas gegen die Situation, die ihr ermittelt habt, zu tun, stehen euch ja jetzt mal so ganz grundsätzlich 2 Richtungen zur Verfügung, die ihr allerdings am besten beide verfolgen solltet. Richtung A, ihr könnt euch darum bemühen, die Abgänge der kritischen Personen zu verhindern. Oder B, ihr könnt versuchen, etwas an den Gründen für Engpass- und Qualitätsrisiken zu ändern und so die Abgänge weniger problematisch machen. Auch hier wieder die Analogie zum Risikomanagement. Es entweder verhindern oder seine Auswirkungen senken. Sich ausschließlich auf Einzelpersonen zu fokussieren, kann funktionieren, insbesondere wenn diese Personen vielleicht auch noch eine gewisse Bindungs- oder Signalwirkung für andere haben und es auch nicht zu viele sind, kann aber auch einem Kampf gegen Windmühlen gleichkommen. Denn denkt dran, eine frei werdende Position ist auch immer wieder eine Chance für andere, nachzurücken. Wenn ihr diese Aussichten sozusagen wegnehmt durch eine Kündigungsprävention, koste es, was es wolle, werden euch an anderer Stelle Leute verlassen. Und zwar insbesondere diejenigen, die noch am ehesten die Lücke hätten füllen können, die eine solch kritische Position hinterlassen würde. Ihr verschiebt das Problem daher nur in die Zukunft. Deshalb ist es auch keine gute Strategie, Nullfluktuation anzustreben. Umgekehrt braucht halt die Arbeit an Engpass- und Qualitätsgründen in der Regel halt viel mehr Zeit. Weil dahinter halt Fragen stehen wie, warum bekommen wir so wenig Bewerber? Oder warum entscheiden sie sich dann gegen uns? Oder auch, wie können wir intern dafür sorgen, mehr Alternativen zu schaffen? Also etwa Schlüsselqualifikationen auf mehr Leute zu verteilen als bisher. Sodass halt nicht direkt ein Qualitätsrisiko entsteht, wenn einer davon geht. Beide Maßnahmenrichtungen in Kombination bietet sich eben oft an. Und damit kommen wir zur konkreten Zielsetzung als letzte Stufe, bevor es an tatsächliche Maßnahmen geht. Ich will jetzt hier keinen Grundkurs über Zielsetzung machen. Ja, wisst ihr alle, wie man richtige Ziele setzt. Aber nur als kleiner Reminder hier natürlich, das
Engpassrisiko senken ist kein Ziel, sondern es ist Zweck und Grund für die Maßnahmen. Wir wollen aber ja konkrete Ziele festlegen, an denen wir dann arbeiten können. Welche das sind, hängt natürlich ein bisschen von eurer Situation ab. Aber wenn ihr beispielsweise zu wenig Bewerbungen bekommt, wäre es eben ein Ziel, sagen wir, die Anzahl der qualifizierten Bewerbungen um x% zu steigern. Mangelt es nicht an Bewerbungen, sondern an Zusagen nach Gesprächen, könnte es ein Ziel sein, die Bewerbungsabbrüche um x% zu senken und euch eben Gedanken zu machen, wie ihr das schafft. Habt ihr eher als Problem erkannt, dass es intern zu wenig Alternativen gibt, wäre es jetzt zum Beispiel ein Ziel, ein strukturiertes Nachfolgemanagement einzuführen oder an dem Thema Weiterbildung zu arbeiten oder am internen Wissensmanagement. Aber auf die konkreten Maßnahmen kommen wir eben im nächsten Video. Bezogen auf Kündigungsprävention von Einzelpersonen oder kleineren Gruppen dürften die Ziele hingegen etwas offensichtlicher sein. Und in der Regel lauten Person X mindestens noch so und so lange im Unternehmen halten. Damit will ich nicht sagen, dass es nicht erstrebenswert wäre, für einen dauerhaften Verbleib zu kämpfen, aber das ist weder immer realistisch, noch lässt es sich in einem sinnvollen Zeitrahmen eben als Ziel erfüllt bewerten. Und wir wollen ja an Zielen arbeiten, die wir dann auch erreichen können. Habt ihr euch also jetzt Ziele gesetzt und Ziele überlegt, sowohl für die Verbesserung von Engpass- und Qualitätsrisiken als eben auch bezogen auf Einzelpersonen, ist es Zeit, euch konkrete Maßnahmen für diese Ziele zu überlegen. Das machen wir beim nächsten Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt ihm doch einen Daumen nach oben. Und damit ihr kein Video mehr verpasst, abonniert doch den Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen. Damit drückt ihr einerseits mir gegenüber aus, dass sich die Arbeit lohnt und helft, und das ist das Wichtige, vor allem auch der Sichtbarkeit des Kanals. Deswegen ganz herzlichen Dank und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!